Herzlich willkommen zur neuen Folge zu Gast hier auf unserem Kanal. Ich bin der Markus von Castle Media und wir stehen heute hier in der weltbekannten Gamstadt. Hier mitten im Bezirk Kitzbühel stehen wir hier auf der begehrten Bichlal. Und zwar in der Nachbarschaft von Filmstars und der High Society von Kids. Hier hinter mir ein Luxuschalet mit einem Blick auf das Massiv des Wilden Kaisers, auf das Kitzbühler Horn und auf die sanften Hügel hier drüben von der Bichlal. Und der Bichlal Skilift, die Talstation davon, ist nur 4 Gehminuten von hier entfernt. Wir bewegen uns hier im zweistelligen Millionenbereich inklusive der begehrten Freizeitwohnsitzwidmung. Das bedeutet, man darf einen Nebenwohnsitz anmelden ohne Probleme. Auf einem Grundstück von 1183 Quadratmeter stehen insgesamt eine Wohnnutzfläche von 338 Quadratmeter. 3 Balkone, 2 Terrassen, 3 Schlafzimmer, 4 Bäder, ein Wellnessbereich, ein Weinkeller und im Garten einen wunderschön angelegten Schwimmteich samt Außenanlage. Wenn man hier bei der Asphaltstraße hochfährt, fängt der Übergang auf die Natursteinverpflasterung bereits da draußen an und zieht sich hier rein und dann kommt erst dieses Einfahrtstor, das man natürlich auf- und zufahren kann elektrisch. Hier daneben ist der Zugang nochmal zu Fuß und diese Platten gefallen mir extrem gut, sind keine normalen kleinen 5x5 cm, sondern sind 15x15 ungefähr. Extrem rustikal, ist ein bisschen massiver hier zum Anschauen und der führt hier runter zum Chalet. Erster Eindruck: ein richtig schönes, gehobenes Landhaus hier in Tirol. Mir persönlich gefällt auch sehr gut, dass das Holz hier draußen vor ein paar Jahren komplett sandgestrahlt worden ist. Das gesamte Chalet rundherum. Und das ist wohl eins der ausschlaggebendsten architektonischen Features hier, ist dieser hervorgehobene gläserne Erker und geht über 2 Geschosse. Und unten auf der Gartenseite haben wir das gleiche nochmal 3 Geschosse hoch. Ich würde sagen, wir fangen da an, wo ihr meistens als allererstes wissen wollt, okay, wo kommen die ganzen Fahrzeuge hin? Gute Frage, stelle ich mir auch. Da drüben haben wir 2 Stellplätze für Fahrzeuge. Hier haben wir insgesamt nochmal 2, also hier steht mal 1. Da könnte man auch noch ein zweites hinstellen. Und die Garage bietet insgesamt Platz für 2 Fahrzeuge. Die muss ich jetzt öffnen, weil die müsst ihr von innen sehen. Von außen ist es schon mal ein Highlight durch dieses Sternsymbol. Richtig klassisch Tirol, klassisch Kitzbühel. Für diejenigen, die es nicht wissen, der wird extra eingesetzt. Layer für Layer ergibt es dann hier diesen Stern. Das Natursteinpflaster zieht sich hier fugenlos und übergangslos hier weiter rein in die Garage. Und wer kann schon von sich sagen, dass er eine Garage hat, die einen Sichtdachstuhl in sich trägt? Das ist ein Vierspalt im normalen Einfamilienhaus normalerweise. Indirekte Beleuchtung hier bei diesen beiden Masten, 2 Fenster. Und wenn man dann mit dem Fahrzeug angekommen ist, kann man hier bei dieser Überdachung, beim Satteldach von der Garage vorbeigehen. Dann hat man hier die Möglichkeit, durch diese Tür in den Freisitz hinter der Garage zu gelangen. Richtig schöner Außenbereich, den schauen wir jetzt später an. Oder eben hier durch diese Flügeltür rein in den Eingangsbereich. Hereinspaziert und herzlich willkommen hier im Eingangsbereich. Das ist hier der Vorbau, den man auch von außen schon gut gesehen hat. Hier 2 Fenster, die den auch nochmal belichten. Und hinter mir genauso spektakulär von innen aus Massivholz, hier alles sandgestrahlt. Die Schmiedeeisenelemente an und für sich schon eine Kunst. Das gesamte Schloss ist hier auf der Außenseite des Türblatts angebracht worden, schließt also hier die Tür und allein hier die Beschläge, man kann sich das anschauen, es ist wirklich Kunst, sowas findet man nicht mehr, wenn man es machen wollen würde, extrem teuer sowas durchzuführen. Hier die ganze Wand ist mit Echtleder beschlagen und der Boden zieht sich hier rüber. Das ist alles echter Steinboden von der Firma Fenk aus Kitzbühel. Die machen eigentlich fast alles hier in Kitzbühel. Und wer jetzt glaubt, okay, ja, das ist jetzt alles extrem kalt, ist nicht der Fall. Denn das ganze Haus, jeder einzelne Raum davon, ist mit Fußbodenheizung beheizt. Und zwar mit Erdwärme. Zusätzlich haben wir auf dem Dach, beim Kupferdach, auch noch eine Solaranlage, die das Warmwasser hier speist. Wenn man hier weitergeht, kommt man in die Garderobe. Auch richtig schön gelöst. Altholz an der Decke, indirekte Beleuchtung, verbaute Garderoben,
schaut es schon aus, wie wenn es hier eine Tür wäre in irgendeinem Weinkeller oder so. Allein hier mit dieser Klinke, allein das Ausmaß der Tür. Und hier geht es rein in das erste Gäste-WC hier unten. Und die zweite Doppeltür hier rechts von euch, die führt in den Wohn-Ess-Bereich. Aber als allererstes, euch wird es wahrscheinlich schon aufgefallen sein, schaut euch diesen Balken hier an. Es ist kein massiver Balken, der ist wirklich nur zur Optik, aber so wie alle anderen Balken ist der per Hand geschnitzt worden, wirklich Tiroler Handwerkskunst en flic. Und dieser Balken hier, der zieht sich bis da vorne, bis zum Balkon durch den gesamten Wohn-Ess-Bereich durch. Und hier, Leute, schaut euch das mal an. Das hier ist normalerweise nur eine Latte, die dafür sorgt, dass die eine Tür auf die andere Tür anschlägt. In dem Fall ist sogar die extrem verziert. Also der Aufwand, der hier betrieben worden ist, ist der absolute Wahnsinn. Der Übergang ist hier auf den Eichenboden, vom Steinboden auf den Eichenboden. Und dann kommt man schon hier rein. Wie gesagt, hier zieht sich dieser Balken durch bis nach vorne und unterteilt sich nochmal in Zwischenbalken hier oben. Das ist wirklich als Wohnsalon tituliert, kann man gut und gerne so nennen. Wo ich hier stehe, hier ist natürlich das Wohnzimmer. Es ist in dem Fall keine Couch drinnen, die muss der Eigentümer wirklich oder die Eigentümerin selbst mitbringen. Sonst alles eingerichtet, auch da drüben, aber da schauen wir noch weiter. Hinter mir haben wir jetzt die Terrasse und da draußen auch noch den Grillplatz hier verbindet mit dem Freisitz draußen. Super schön hier drinnen ist die Kombination von einem offenen Kamin hier und einem echten Kachelofen, wie man es in einem Tiroler Bauernhaus kennt. Und das hier, für diejenigen, die sich fragen, okay, wo kann ich dann jetzt meinen Fernseher aufhängen? Hier hinten hat man zwar noch einmal eine komplette Vertäfelung, einen kompletten Einbauschrank links und rechts. Die Boxen auch an den Decken sieht man hier zwei und hier hinter mir auch ersichtlich zwei. Es ist aber jeder Raum mit Boxen, mit einem Bus-Soundsystem ausgestattet, sowohl drinnen im Raum als auch sogar draußen die Terrassen und auch die Balkone. Wenn man hier weiterkommt, ist hier mal der Balkon, der sich hier öffnet. Das sind zwei Schiebetüren. Alles ist dreifach verglast, Holztüren komplett mit der indirekten Beleuchtung hier rüber. Zieht sich eigentlich überall durch, kann man hier sehen, wird vom Mittelbalken nochmal hier getrennt und dann kommt man hierher. Das ist der Erker und zwar der Teil vom Erker, den man wirklich am besten unten vom Garten sieht. Hier richtig schön, viel Licht kommt hier rein, rund gehalten, passt super zu Feng Shui zum Beispiel, runde Tische, runde Gegenstände und hier hinter mir eine schöne Kredenz und direkt am Kachelofen vorbei. Absoluter Wahnsinn. Denn was viele unterschätzen, so ein Kachelofen ist einfach extrem gemütlich. So offenes Feuer schaut zwar gut aus, aber so viel Wärme wie ein Kachelofen bringt einem offenes Feuer niemals. Ja, hier geht's weiter zur Küche. Sieht man auch hier schon eingesetzt wieder den Steinboden vom Eingangsbereich. Der zieht sich hier weiter, ist hier zentral positioniert worden. Links und rechts von mir Arbeitsflächen. Alle Geräte hier drinnen sind nicht von Miele, sondern allesamt von Gaggenau. Das Beste, was man sich vorstellen kann, hier haben wir einen richtigen Bratofen, Pizzaofen, zwei eingesetzte Ceran-Kochfelder, jeweils mit einem indirekten Dunstabzug. Links und hier rechts, mit einer schwarzen Steinoberfläche, die sich hier rüberzieht. Hier sogar weiter in die Läden geht. Haben wir hier nochmal eine Kaffeemaschine von Gaggenau. Daneben ein Dampfgarer von Gaggenau. Schön kombiniert hier der schwarze Stein mit der Altholzvertäfelung hier unten. Auch wieder mit den rustikalen, also das ist jetzt der Geschirrspüler, mit den rustikalen Beschlägen hier. Richtig schön. Das ist ein Potfiller, eingesetztes Waschbecken hier. Und hier hinten, cooles Feature, ist ein eigener Trinkwasserbrunnen nochmal. Uns ist gesagt worden, das ist Quellwasser hier. Schön gelöst, Armaturen gehen direkt aus der Wand raus. Das werden wir auch unten nochmal im Weinkeller sehen. Abgegrenzt wird der Kochbereich hier vom Wohnbereich, zum einen mit diesem Kachelofen, aber auch hier von diesem Tresen, von dieser Bar. Und die Bar ist hier sowohl die Oberfläche, bis hier runter zieht sie sich durch und ist mit Leder überzogen worden. Aber ich würde sagen, wir schauen jetzt mal wieder raus in den Eingangsbereich. So, wenn ihr bis hierher geschaut habt, dann lasst uns jetzt mal ein Abo da und lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt. Das war's jetzt mal hier mit dem Erdgeschoss. Es gibt aber insgesamt 3 Stockwerke, 3 Geschosse. Im Untergeschoss haben wir Wellnessbereich und den Weinkeller. Und hier ober uns
haben wir alle Schlafzimmer. Und da schauen wir jetzt einfach mal hoch. Hier diese Stiege von draußen habe ich schon angeschnitten, sind frei schwebende Stufen. Hier kann man es noch schwer erkennen, aber vor allem da vorne sieht man es, wie einfach hier das ins Leere rausgeht, richtig elegant gelöst. Sind wieder diese Eichenbretter hier verbaut. Zentrum natürlich ist hier dieser Stiegenkern und jede einzelne Stufe ist hier mit den Spots beleuchtet. Durch die schwebenden Stufen hier schaut man da schon runter hier auf den Schwimmteich und zwischen den Stufen kann man schon ins Blau davon durchleuchten sehen. Und hier hinter mir auch schon die Einfahrt, vielleicht sieht man auch schon den Audi. Richtig cool, richtig hell. Und das alles zieht sich hier natürlich wieder weiter. Hier sind quasi die Eichenstufen der Beginn, vom Boden auch hier oben wieder der Eichenboden. Auch wie unten sind alle Türen maßangefertigt worden für dieses Chalet. Egal ob das Türblatt, der gesamte Türrahmen oder eben auch hier die Klinken, die Schmiedeeisenelemente, wirklich alles Handarbeit und speziell dafür gebaut. Wir haben hier 3 Entscheidungen, 3 Schlafzimmer. Allesamt eine andere Ausrichtung, eine hier Richtung Süden, eins Richtung Westen und ein anderes hier Richtung Norden. Ich würde sagen, wir schauen einfach in das hier mal rein. Dieses Schlafzimmer ist Richtung Süden ausgerichtet und hat hier Zugang direkt auf diesen Balkon. Und der Balkon, der ist über dem Eingangsbereich, da wo wir unten reingekommen sind. Man hat also hier einen Blick runter auf die Garage, runter auf die gesamte Einfahrt. Cool auch hierbei, dieser Balkon zieht sich hier rund um das gesamte Gebäude auf der Westseite, verbindet alle 3 Schlafzimmer insgesamt. Und sehr schön auch hier ist, dass dieses Schlafzimmer, obwohl es ein Gästeschlafzimmer ist, das Zentrum vom Haus ist. Der First geht hier durch, hat hier also wirklich eine tragende Funktion, wunderschön, sandgestrahlt in Altholzoptik. Und wenn man weitergeht, kommen wir hier wieder raus in den Gang. Und vis-à-vis von diesem Schlafzimmer ist hier der Zugang zum Master Bedroom. Aber entscheidet man sich dann hier für diesen Gang, kommen hier entlang bei diesem raumhohen Spiegel vorbei, der ist mit Echtleder umrandet. Hier bei diesen Türen, das ist ein Sicherungskasten, Unterkasten für die Wäsche. Und diese Tür, die trennt einen dann hier vom nächsten Schlafzimmer. Hier wieder mit Einbauschränken, schön gelöst. Und das Badezimmer, wie drüben, fast identisch von den Materialien. Der einzige Unterschied ist, dass hier der gleiche Stein wieder angepasst worden ist. In dem Fall hier an die ganze Wand. Einfach nochmal ein Einzelstück, generell wieder mit den goldenen Elementen, alles vergoldet. Von hier bis dahinter ist nochmal eine Regendusche mit der indirekten Beleuchtung an der Decke. Identisch fast mit dem drüben. Auch hier wieder ein großzügiges Doppelbett und hier mit 2 Glasfronten. Zum einen wieder Blick Richtung Süden und einen Blick hier Richtung Westen. Beides wieder Echtholztüren, wieder Schiebeelemente und wunderschön auch hier mit den Schmiedeeisen, Klinken und Drücken. Super schön gelöst. Und natürlich auch wieder der Sichtdachstuhl, der indirekt beleuchtet, hier mit dem weißen Putz als Kontrast dahinter, finde ich, schaut extrem gut aus, hat auch einen großen Einfluss auf die Fassade draußen. Beim Erker, der sich über die 3 Geschosse zieht, das sehen wir jetzt aber dann im Wellnessbereich unten. Und hier geht's raus auf die Terrasse. Richtig schön ist auch, dass er extrem massiv ist und an der Stelle nochmal um einiges breiter, um hier einen Tisch aufstellen zu können. Und mir persönlich gefällt extrem gut die Fassade. Wie gesagt, es ist sandgestrahlt worden und es ist eine massive Fassade aus Holz. Hier allein die Umrandungen von den Fenstern mit den Türen hier, die ja normalerweise einfach nur zum Schutz da sind, damit man die Fenster vor dem Regen schützen kann und vor der Witterung. Und hier drüber ist auch ein Auslass. Da kommt die Musik zum Beispiel raus. Wie gesagt, ist ein Bus-Soundsystem installiert. Genauso wie aber auch Alarmanlage. Alles, was das Herz begehrt. Aber ich würde sagen, wir schauen jetzt einfach rüber in den Master Bedroom. Das beeindruckendste und auch größte Schlafzimmer ist das hier. Das ist jetzt, wie gesagt, der Master Bedroom. Hier stehen wir im Ankleideraum im Vorraum mit 2 Einbauschrankwänden, kann man sagen. Hier mit dunklem Holz und mit echtem Leder hier versehen. Schön auch mit der Decke, die hier in Altholz gehalten, mit indirekter Beleuchtung gemacht und richtig genau gearbeitet. Aber wenn man dann hier weiterkommt, hat man hier schon die Glasfront vor sich. Zum einen hier den Erker auf eurer Seite. 1, 2, 3, 4, 5 Fenster, die diesen Erker hier ausmachen. Das ist das 3. Geschoss. Also der Erker zieht sich ja über 3 Geschosse insgesamt und das ist das oberste Geschoss. Und hier geht's weiter. Das ist jetzt der Hauptbereich. Hier das große Doppelbett. Wieder ein unglaublicher Sichtdachstuhl. Hier oben gefällt mir extrem gut, dass ein Teil vom Balken hier wirklich mit dem Putz versteckt und verschmilzt. Das da oben ist auch tatsächlich der First, der statisch extrem wichtig ist, logischerweise. Zum einen haben wir hier wieder ein Bad en suite. Der größte Unterschied von diesem Bad
ist, dass es einen Zugang auf die Terrasse da drüben hat und es hat ein Waschbecken für 2, anders als wie die anderen. Der Stil ist ansonsten ziemlich gleich gehalten, es ist etwas größer wie das andere, aber eins der größten Highlights ist hier schon die Aussicht. Das ist nämlich der Balkon, der als einziger hier Zugriff drauf hat. Einfach unverbaubare Sicht auf den Wilden Kaiser, umliegende Bergwelt und natürlich auch hier auf die Nachbarschaft von hier oben. Und wenn man dann wieder den Blick Richtung Garten richtet, dann schaut man hier runter auf seinen eigenen privaten Schwimmteich. Jetzt im Winter ist es natürlich zum Filmen nicht gerade optimal, diesen Schwimmteich hier hinter mir zu zeigen. Er ist teilweise vereist, aber er ist unglaublich schön angelegt. Es ist super in die Landschaft hier eingebaut worden. Wie man hinter mir sehen kann, hat es mehrere Terrassen, was dazu führt, dass man von oben den Teich überhaupt nicht sieht. Dementsprechend aber die Privatsphäre genießt, wenn man jetzt zum Beispiel Gäste begrüßt dort oben. Gleichzeitig führt hier links vorbei eine Stiege mit einem Pflaster, das hier rund um den gesamten Teich rumführt. Jetzt kann man auch endlich hier von unten den Erker sehen, den angesprochenen. Oben im Masterbereich ja schon angeschnitten, das ist der Bereich mit den 5 Fenstern, der super viel Licht reinbringt. Oben im ersten Obergeschoss ist genau da der Esstisch für die Küche und hier unten ist genau an der gleichen Stelle ein Jacuzzi untergebracht. Wenn man hier weitergeht, kommt man über diese Steinverpflasterung unter dem Dach, das nochmal wegen der Architektur hier angebracht worden ist, ein schönes Schindeldach und hier eine Schiebetür mit dem Zugang hier rein in den Wellnessbereich. Stilsicher ist es auch hier drinnen wieder durchgezogen worden. Unterschied hier drinnen, die Beleuchtung an der Decke ist wieder indirekt, nur in dem Fall ist sie in weiß gehalten mit einer abgehängten Decke an den Rändern hier. Hinter mir sieht man wieder eine richtig schöne Doppeltür, ähnlich wie auch beim Eingangsbereich. Und daneben ist nochmal ein WC, ein kleines Bad mit Waschbecken. Wo wir hier stehen, das ist der Platz, wo man dann bestenfalls natürlich ein paar Liegen aufstellt, hier mit Blick raus auf den Schwimmteich. Und das hinter mir ist eine riesengroße Regendusche, komplett ebenerdig mit einem leichten Gefälle und auch hier wieder durchgezogen. Mit den vergoldeten Armaturen, also hier den Duschkopf, beide davon. Hinter mir noch ein Fernseher, aber vor allem hier Highlight, der Platzhalter hier im Untergeschoss. Für den Erker ist hier dieser Jacuzzi. Wieder mit diesen 1, 2, 3, 4, 5 Fenstern, die hier rausgehen, super Blick hier auf den Schwimmteich ermöglichen. Und der Jacuzzi stilsicher mit goldenen Auslässen hier versehen. Und der Blick geht auch hier rüber zur finnischen Sauna. Ähnlich wie alle anderen Türen hier in dem Haus. Wieder wunderschön mit Stuck verarbeitet, alles maßgefertigt von der Tür hier bis hin zum Türstock. Kommt man hier rein in die finnische Sauna. Blick raus hier auf das Massiv, den Wilden Kaiser. Aber ich würde sagen, wir schauen jetzt einfach raus und zwar zu den angesprochenen Weinkeller hier unten. Der ist eigentlich wirklich rustikal gelöst. Mir persönlich gefällt er extrem gut. Hier den Gang entlang kommt man zu dieser spektakulären Tür. Es ist ein Granitrahmen, der oben mit der Rundung abschließt. Richtig schön und dieser umfasst hier diese Glastür. Die Glastür wieder mit den Schmiedeeisenelementen. Unglaublich künstlerisch und kunstvoll gemacht. Auch hier wieder mit diesem prunkvollen Schloss, sogar mit Schlüssel, falls man das wirklich privat haben will. Richtig gut. Auch hier von der Definition her, schaut euch das mal an. Da ist sogar eine Ausnehmung hier oben an der Tür, speziell für den Bogen da oben. Einfach nur der Wahnsinn, wie gut das gelöst worden ist. Hier wieder der Übergang auf eine andere Art von Stein, in dem Fall in wirklich Sandfarben, schön gehalten. Lasst den kleinen Raum ein bisschen größer wirken. Hier mit einem schönen Gewölbe. Zusätzlich hinter mir 3 Fässer, mehr oder weniger, also so ein Fassregal. Ein bisschen was ist hier schon da. Den Rest muss der zukünftige Eigentümer oder die Eigentümerin dann selber mitbringen. Hier in der Mitte noch ein Fass, schön mit Schmiedeeisen hier gelöst als Tisch. Und hinter mir, das ist ein kleines Fenster. Hier kann man aber nicht rausschauen, ist eher Zierdeelement, muss man sagen. Aber mit diesem Fenster schaut man hier raus auf diese Backsteinwand. Also richtig die alten Ziegel mit diesem Siegel drinnen, auch beleuchtet, einfach nur Show. Ist natürlich kalt draußen, aber einfach nur Stilelement. Wo man die Aussicht wiederum auf alle Fälle hat, ist hier.
Wir stehen hier hinter der Garage und zwar hier beim Freisitz. Das ist der seitliche Teil von der Garage mit einem eigenen Satteldach, einem eigenen Sichtdachstuhl. Und dieser Bereich hat es in sich. Wir haben hier bei der Sitzbank eine Sitzheizung, Infrarotheizung, Beleuchtung und Musik. Zusätzlich zu dieser riesengroßen Tafel, wo man sicher 20 Leute hinbringen kann, weil man hier auch noch Sessel hinstellt. Hier direkt neben mir ist natürlich jetzt alles voll mit Schnee. Ich meine, das ist ja auch der Grund, warum man nach Tirol kommt hier im Winter. Sommer natürlich hier Wiese. Und das Pflaster geht hier weiter bis zum Grill, der dort drüben dann wirklich nochmal das Barbecue-Erlebnis bringt. Und jetzt lüfte ich ein kleines Geheimnis, anfangs schon angeschnitten. Diese Tür hier, diese spektakuläre Tür hier. Der Wahnsinn, der Wahnsinn. Trennt diese Wand. Und diese Wand ist wiederum die Verbindung hier zum Eingangsbereich generell. Hier die Garage, hier nochmal der Eingangsbereich und schon stehen wir in der Einfahrt. Liebe Leute, es hat mir extrem viel Spaß gemacht, euch heute hier mitzunehmen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns einen Daumen nach oben da oder auch gern ein Abo. Wir sehen uns das nächste Mal, kommenden Freitag um 19 Uhr. Servus!